willkommen in der Noppenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und ja Freunde, heute stelle ich euch mal wieder eine Limited Edition vor. Ihr habt es schon im Intro gesehen. Wir sprechen heute über den Jagdpanther von Kobi, die 2573. Wir werden auch über die 2574 sprechen, die wahrscheinlich für euch günstigere Alternative, denn viele von euch sagen ja, oh, Limited Editions viel zu teuer, nur wegen ein, zwei Minifiguren. Und Freunde, was soll ich euch sagen? Ich habe mir diesmal die Limited Edition nicht gekauft wegen den Figuren, sondern wegen einer kleinen 1x1 Roundtile, einer kleinen Fliese, auf der Coca-Cola draufsteht. Warum, weshalb, wieso, schauen wir uns gleich an, wenn ich die Nummer 7 hier, das sehen wir schon, meine Limited Edition der 2573 des Jagdpanthers des Sonderkfz 173 uns genauer anschauen, hier auf meinem Bautisch. Freunde, ich lade euch herzlich dazu ein. Ja Freunde, hier haben wir unseren Jagdpanther in der Limited Edition, die 2573, ganze 1076 Steinchen und 3 Minifiguren, den Panzerkommandanten, den Fahrer hier mit der Coca-Cola Dose. Gibt es schon sehr lange. Und warum stehe ich auf Coca-Cola? Eigentlich nicht wirklich, aber wenn ihr euch an mein allererstes Video hier auf dem Kanal erinnern könnt, das war ein Kobi-Video und da ging es auch um Coca-Cola und deswegen musste ich dieses Set unbedingt haben, nur wegen dieser kleinen Fliese hier, Freunde. Trotzdem ist dieses Fahrzeug natürlich ein tolles Fahrzeug, ein Mythos, der Jagdpanther. Ich habe hier auf dem Kanal mal einen von Sluban gebaut, weil gebrauchte Jagdpanther bei Kobi echt selten sind. Und vor allen Dingen hier bekommen wir einen Zweifarbtarn-Jagdpanther im Maßstab 1:28. In der Limited Edition haben wir die beiden Figuren. Wir haben natürlich ein gelasertes Schild mit der Nummer. Hier wissen wir schon, es ist die 7. Tolles Artwork. Tolle Figuren, wir haben ja hier diesen Splittertarn und hier diesen Erbsentarn, den es erst ganz zum Schluss im Zweiten Weltkrieg gab. Alles wie immer schöne Figuren bei den Limited Editions. Bei der 2574 haben wir nur den Kommandanten und ein weißes Typenschild. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir dann, das ganze Fahrzeug wird 34 cm lang und 14 cm hoch. Wir haben hier den Motor, den wir auch ausbauen können und wieder auf einen Stand packen können. Auch wieder mit gelasertem Schild. Wir sehen hier die 8.8, die Panzerkanone im Innenraum. Wir können nämlich reinschauen, wir können die Klappen abmachen, beziehungsweise hier die Klappe und auch die Motorklappe, sieht man hier schon angedeutet. Wir können natürlich ein bisschen das Geschütz bewegen. Wir haben das Zertifikat und wir haben hier ein Originalfoto. Die Fakten bekommt ihr natürlich. Und hier sehen wir eine Tank Destroyer Crew, also natürlich Panzerjäger, Panzerzerstörer und hier einen Panzergrenadier mit Panzerfaust. Ja, aber Freunde, natürlich war nicht nur das dabei, denn seit neuestem packt Kobi bei den Limited Editions immer was dabei. Und zwar habe ich einmal einen Katalog bekommen, habe ich schon. Ich habe einen Rabattcode bekommen, kann ich euch jetzt nicht umdrehen, 15%, vielleicht verschenke ich den, mal gucken. Und ich habe hier einen kleinen Teaser für das große Set, was es von Kobi ja bald gibt, im Maßstab 1:12, den Tiger 131. Muss ich echt schauen, Freunde, da muss ich lange für stricken, bis ich mir den hier leisten kann, um ihn euch vorzustellen. Darum soll es aber nicht gehen. Wir wollen wissen, was verbirgt sich im Karton. Bisschen schade ist, Limited Edition, hier Karton angeditscht, hier Karton angeditscht. Also das, obwohl dieses Set ja in einem Umkarton war, kommt der Karton hier leicht defekt an. Das finde ich ein bisschen schade. Naja, ach so, und schmutzig war er auch. Das habe ich hier irgendwo schon weggewischt gehabt. Ja, schade, Kobi. Mehr Geld, mehr Dreck. Kleiner Spaß. So, wichtig, was haben wir hier drin? Ich freue mich auf die Teile. Neue Farbe haben wir auch. Schauen wir uns mal alles genauer an. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt auf den Bautisch gehauen. Einmal die Tüte 1, die Tüte 2 und die Tüte 3. Wahrscheinlich, weil natürlich hier das Fahrzeug es ja auch als normale geben wird, schreiben Sie dann hier, also normal ist die 2574, schreiben Sie jetzt mittlerweile das mit auf diesen Tüten drauf. Wahrscheinlich, damit die beim Kommissionieren da besser klarkommen. Hatten wir bei den Lokomotiven der Baureihe 52 ja auch, dass teilweise hier dann bei einigen Tüten nur die Nummer noch drauf stand. Ja, wir hatten dann hier auch natürlich eine schöne Anleitung zu erwarten in DIN A4. Geprintet, Klammer gebunden und natürlich hier das Zertifikat 007, finde ich richtig cool.
sowie die zwei gelaserten Typschilder für den Maybach HL 230 und den Sonder-Kfz 173 Jagd Panther. Ja, und unterschrieben vom Kobi-Chef. Oh, ich wäre so gern der Kobi-Chef. Schreibt mal unten in die Kommentare, soll ich Kobi-Chef werden? Vielleicht sollte ich mich ja mal bewerben. Ein bisschen Ahnung, was Kobi angeht, habe ich. Kleiner Spaß natürlich. Ja, 3 Tüten mit tollen Steinen. Ihr seht schon hier diese neue Farbe. Rahlgelb. Ein bisschen geht das in die Richtung, wie wirklich die Fahrzeuge damals hier ausgeliefert wurden. Aber ich nenne es einfach Erbsensuppengrün. Das ist meine Meinung. Ja, hier die Anleitung. Wir haben fast das gleiche Design wie auf dem Karton, nur mit einem großen Grün. Deswegen, Freunde, orientiere ich mich übrigens bei meinen Thumbnails mittlerweile auch so. Ich versuche das einfach so ein bisschen nachzubauen. Da haben wir die 3 Figuren. Natürlich alles gedruckt. Altersempfehlung ab 10 Jahren. Wir schauen mal rein. Tüte 1. Wir schnappen uns die, reißen sie auf und bauen dann drauf los. Achten hier, dass wir verschiedene Brackets und Slopes oder Wedges in verschiedenen Winkeln haben oder Größen oder Dicken. Dann bauen wir drauf los. Der erste Schritt ist dann immer farblich und das, was wir im ersten Schritt gebaut haben, sehen wir auf Bauschritt 2 dann nicht mehr farblich, sondern das aktuelle ist farblich und so weiter. Die Kästchen hier zeigen uns immer, welche Steine und wie viele wir brauchen und Pfeile weisen uns dann den Weg. Ab und zu auch hier so Pünktchen und Vergrößerungen und wir haben ab und zu auch so Anlegehilfen, damit wir wissen, wie lang muss dieser Stab werden oder der Stein. Fertig sind wir dann bei 283 Bausteps. 85. Da hätte ich mich fast vertan. 85 ist nämlich genau die Coca-Cola-Dose, die ich euch gerade erwähnt habe. Der kleine Gag. Deswegen war ich so übelst heiß auf diesem Set. Freue mich, die zu bauen gleich und euch sie dann zu zeigen. Kobi-Anleitungen haben keine Seitenzahlen, deswegen orientieren wir uns hier an diese Bausteps 285. Auf der letzten Seite dann immer oder den letzten Seiten, wie wir die Minifiguren zusammenbauen, auch mit der Bezeichnung der Teile und generell die Teile, die verbaut sind. Wenn euch Teile fehlen, könnt ihr sie dann hier reklamieren, kommt leider ab und zu mal vor. Und dann, Freunde, gibt es schön viel Werbung. Das ein oder andere Set hiervon habe ich schon gebaut. Das Gros möchte ich mal behaupten. Schaut einfach oben auf dem i, da findet ihr meine Kobi-Playlist. Und da findet ihr das ein oder andere Set wieder, was ich gebaut habe. Wie zum Beispiel hier das Stummelchen oder hier unseren M8 Scott. Aber wollen wir nicht darüber reden. Wir gehen quasi auf Panzerjagd, erstmal auf Klemmbausteinjagd. Wir bauen jetzt unser Limited Edition, unseren Jagdpanther. Freunde, euch viel Spaß bei den spannenden Fakten und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den Jagdpanther. Der schwere Panzerjäger mit 8,8 cm Pack L schräge 71 auf Fahrgestell Panther bzw. das Sonder-Kfz 173, später als Jagdpanther bekannt, war ein schweres deutsches Panzerabwehrfahrzeug, das während des Zweiten Weltkriegs entwickelt wurde. Er basiert auf dem Chassis des erfolgreichen Panther-Panzers und wurde speziell für den Einsatz als Panzerjäger entworfen. Der Jagdpanther war eine wichtige Waffe im Arsenal der Wehrmacht und zeichnete sich durch seine Schnelligkeit, Wendigkeit und starke Bewaffnung aus. Die Entwicklung des Jagdpanthers begann 1942, als die deutschen Streitkräfte auf der Suche nach einem effektiven Panzerabwehrfahrzeug waren. Das Chassis des Panther-Panzers wurde als Grundlage für das neue Fahrzeug gewählt, da es bereits eine bewährte Technologie war und über eine starke Federung und Antriebsanlage verfügte. Der Panzer wurde mit einer neuen leistungsstarken 8,8 cm Pack 43 schräger 3L schräger 71 Kanone ausgestattet, die in der Lage war, fast jeden feindlichen Panzer zu durchdringen. Der Jagdpanther hatte eine Besatzung von 5 Mann, einschließlich des Kommandanten, Fahrers, Richtschützen, Ladeschützen und eines Funkers. Das Fahrzeug hatte eine maximale Geschwindigkeit von 55 km/h und eine Reichweite von 200 km/h. Seine Frontpanzerung war bis zu 100 mm dick und bot einen hervorragenden Schutz gegen feindliches Feuer. Der Jagdpanther wurde erstmals im Jahr 1944 an der Ostfront eingesetzt und zeichnete sich als effektives und tödliches Fahrzeug gegen feindliche Panzer. Er war auch auf der Westfront und in Italien im Einsatz und bewies sich dort ebenfalls als eine gefährliche Waffe. Insgesamt wurden ca. 415 Jagdpanther produziert, bevor die Produktion im April 1945 endete. Das Fahrzeug wurde in verschiedenen Varianten hergestellt, darunter der Jagdpanther G1
und der Jagdpanther G2 mit einer verbesserten Kanonenstütze. Obwohl der Jagdpanther nicht so in großer Zahl hergestellt wurde wie einige andere deutsche Panzer, war er ein äußerst effektives Fahrzeug und trug zur Verteidigung Deutschlands bei. Er wird von vielen als eines der besten Panzerabwehrfahrzeuge des Zweiten Weltkrieges angesehen und hat sich in vielen Schlachten bewährt. Heute gibt es noch einige erhaltene Jagdpanther, die in Museen auf der ganzen Welt ausgestellt sind. Diese Fahrzeuge sind ein wichtiger Teil der Geschichte des Zweiten Weltkriegs und zeigen das Talent der deutschen Ingenieure und Designer, die eine so effektive Waffe geschaffen haben. Insgesamt war der Jagdpanther ein beeindruckendes Fahrzeug, das sich aufgrund seiner Geschwindigkeit, Wendigkeit und Stärke als wirksamer Panzerjäger erwies. Obwohl er nur für kurze Zeit im Einsatz war, hat er trotzdem einen wichtigen Platz in der Geschichte der Panzerkriegsführung eingenommen und wird auch heute noch von vielen als beeindruckendes Beispiel für deutsches Engineering und militärische Strategie angesehen. Der Jagdpanther war ein wichtiger Teil der deutschen militärischen Strategie im Zweiten Weltkrieg. Die deutschen Streitkräfte hatten erkannt, dass sie im Krieg gegen die Alliierten eine effektive Panzerabwehr benötigten, um ihre eigenen Panzer zu schützen und die feindlichen Panzer zu bekämpfen. Der Jagdpanther erwies sich als eine der effektivsten Waffen für diese Aufgabe und trug dazu bei, dass die deutschen Truppen gegenüber den Alliierten konkurrenzfähig blieben, jedenfalls für einige Zeit. Neben einer Rolle als Panzerjäger wurde der Jagdpanther auch für andere Aufgaben eingesetzt. Er diente beispielsweise als Unterstützungsfahrzeug für Infanterieeinheiten und wurde oft in Stellung gebracht, um feindliche Angriffe abzuwehren. Der Jagdpanther war auch in der Lage, Artilleriestellungen und andere gepanzerte Fahrzeuge zu zerstören, was ihn zu einer vielseitigen Waffe machte, trotz seiner eigentlich eigenständigen Nutzungsrolle. Trotz seiner vielen Stärken hatte der Jagdpanther auch einige Schwächen. Aufgrund seines Gewichts und seiner Größe war er nicht so wendig wie andere Panzer und konnte in engen Räumen und schwierigen Gelände eingeschränkt sein. Außerdem hatte der Jagdpanther eine relativ geringe Feuerrate und konnte aufgrund seiner langen Kanone und der langsamen Geschwindigkeit des Geschosses anfällig für schnelle feindliche Fahrzeuge sein. Insgesamt hat der Jagdpanther eine wichtige Rolle in der Geschichte der Panzerkriegsführung eingenommen. Er war ein beeindruckendes Fahrzeug, das eine effektive Waffe im Arsenal der deutschen Armee darstellte. Obwohl er nicht in so großer Zahl wie einige andere deutsche Panzer wie der Panzer IV produziert wurde, hat er sich effektiv und tödlich erwiesen und wird noch heute von vielen als einer der besten Panzerjäger des Zweiten Weltkriegs angesehen. Und auch ich muss sagen, es ist ein beeindruckendes Fahrzeug. Ich habe es früher als Jugendlicher oft als Revell- oder Artilleriemodell gebaut. Ich glaube, ich hatte 2 oder 3 Jagdpanther. Nun bin ich froh, hier eins in 1:28 von Kobi zu haben. Freunde, deswegen kommt mit mir jetzt schnell mit ins Review. Da schauen wir uns das Kobi-Set genauer an. Nach 3 Stunden Bauzeit steht er da, unser Jagdpanther von Kobi aus der Limited Edition. 1076 Steinchen, wahrscheinlich sogar ein paar mehr. Ich habe sie nicht alle gezählt. Stehen hier im schönen Erbsengelb und Suppengrün. Bevor wir jetzt hier drauf eingehen, was wir alles haben, Bautechniken, pipapo, möchte ich kurz etwas zum Fahrzeug generell erzählen. Ich meine, das ist ein Fahrzeug der 507. Panzerabteilung, bzw. der schweren Panzerabteilung. Die war der 1. Panzerarmee und zum Ende der 2. Panzerarmee unterstellt, hat gekämpft ab 1945 im Raum Warschau bzw. Zichenau, das ist in Ostpreußen. Das liegt bekanntlich heute in Polen und da Kobi ja immer so ein bisschen polnischen Bezug hat, gehe ich stark davon aus, dass das hier ein Fahrzeug dieser Einheit ist, die übrigens eine Kill-Verlustrate hat, also Abschüsse zu Verlusten von 600 zerstörten Fahrzeugen zu 104 verlorenen eigenen Fahrzeugen. Das nur mal so am Rande. Es gab auch schon mal einen Jagdpanther von Kobi, die 2473, die blende ich euch kurz einmal hier ein. Seht ihr im schönen Kobi 10, auch mit ein paar Minifiguren, aber natürlich seht ihr es jetzt schon hier, das Fahrzeug im Maßstab 1:28 kommt einfach cool daher. Und was ich immer cool finde bei großen Fahrzeugen von Kobi Maßstab 1:28 ist mit dicken Ketten, dass diese Fahrzeuge gut rollen. Man muss ein bisschen aufpassen hier, dass dieses Schutzblech, das kann sich verhaken und dann rollt es nicht mehr so gut. Aber sonst hier, Rolltest gefällt mir. Wir haben einiges an Steinen über, einen ganzen Beutel und sogar so einen Slope hier, so einen grünen, der gar nicht in der Anleitung ist. Also ich habe die Teileliste kontrolliert, da ist dieser Stein gar nicht aufgeführt. Er ist über, keine Ahnung, geht in die Sammlung bzw. in die Teilesammlung
Kobi, vielen lieben Dank dafür. Oft haben mir ja schon Teile gefehlt. Jetzt habe ich mal ein Teil on top, was ich so gar nicht brauchte und auch gar nicht dachte, dass ich es habe. Deswegen vielen, vielen lieben Dank. Ja, was mir hier so als erstes so auffällt, bevor wir in die Kleinigkeiten gehen, sind die neuen Räder, die wir hier bei Kobi haben. Ich stelle euch mal zum Vergleich quasi die Mutter, den Papa, je nachdem wie man es nennen möchte, denn es ist ja nun mal ein Panther, ein Jagdpanther, ist der Panther halt hier der Hauptnamensgeber. Wir haben hier die 2566, beziehungsweise ich habe euch vorgestellt die 2565, die Limited Edition vom Panther mit der PAW 600, mit der Panzerabwehrkanone. Da haben wir noch unter der Schürze, wenn wir es uns mal aufklappen, kleinere Räder, viel kleinere Räder. Und ich habe mal eins abgemacht und das können wir mal vergleichen. Und ihr seht schon, viel kleiner. Wir können sie nämlich fast draufpacken und haben immer noch das große Rad. Und wenn man ein bisschen Mathematikerfreund ist, kann man ausrechnen, dass diese Räder fast ja, im richtigen Maßstab sind. Also von daher hier einen guten Job gemacht, Kobi. Ja, fangen wir an. Ihr seht rechts meine 007. Hier haben wir das gelaserte Typenschild. Schön Sonderkfz 173 Jagdpanther mit eben der von mir erwähnten 007. Da sehen wir es ganz schön. Finde ich cool. Das macht Limited Editions aus, diese gelaserten Schildchen. Auch ganz cool, wenn wir über gelaserte Schildchen reden, ist natürlich das gelaserte Schild hier von unserem Maybach HL 230. Den Motor, den haben wir hier extra quasi noch einen Stand spendiert bekommen. Nämlich diesen hier, den gibt es so bei der 2574 nämlich nicht. Den Motor ja, warum, weshalb, wieso, zeige ich euch gleich. Diesen gelaserten Stand gibt es nicht. Was es auch bei der 2574, also der normalen Version vom Jagdpanther, nicht gibt, sind Figuren. Also es gibt schon eine, nämlich die rechte hier, deswegen gucken wir uns die zum Schluss an. Aber wir haben ja hier noch einen Panzersoldaten und hier einen Grenadier, die wir nicht haben bei unserer Limited Edition. Haben wir sie, bei der normalen Version haben wir sie nicht. Also merkt euch 7573, das Video ja hier hat dieses ganze Gedöns, während die 2574, so ist es richtig, eigentlich das hat. Und jetzt kommt es, die Schürzen. Die Schürzen gibt es auch bei der 2574 nicht. Ja, also Figuren schauen wir sie uns an. Wie immer seht ihr sie in rechts auch noch einmal groß. Da haben wir hier die Figur mit dem Karabiner K98 und der Panzerfaust und den, ja, die Gasmaskenbehälter und die Wasserflasche. Hat sogar ganz lustiges Gesicht, also dieses Formteil mit so einer Kapuze, also um die Ohren, so Hand davor, da wird es wieder scharf. Und auch diesen, ja, Tarn, ich weiß nicht genau wie er heißt, den es zum Ende des Krieges gab. Ganz kurz nur, und ich glaube die Schweizer Armee und die NVA oder der Bundesgrenzschutz haben den sogar übernommen. Genaues kann ich euch dazu aber nicht sagen. Finde ich aber eine tolle Figur, sieht ganz gut aus. Ich muss sagen, mit jedem Set irgendwie habe ich ein bisschen mehr über für diese Figuren von Kobi. Und ich kann euch versprechen, in den nächsten Videos gibt es noch viel coolere Figuren, gerade ältere Kobi-Figuren, teilweise sogar mit Lizenz. Achtet einfach mal hier auf meinem Kanal. Dann haben wir hier den Herrn mit diesen, ja, Splittertarn und dieser schönen Dose, die ich euch ja gerade schon angeteasert hatte. Da seht ihr es, Schokolade, das ist die Figur, warum ich mir dieses Set geholt habe. Schön mit Fernglas, Dienstglas. Oben sehen wir hier schwarz durchscheinen. Wir haben diese, ja, Neckermann-Jacke, nenne ich sie mal. Das erkennt man nämlich daran, die wurde wirklich von Neckermann hergestellt. Und man sieht, dass sie halt hier eine weiße Kapuze, das war diese Winterwendejacke, die man umdrehen konnte, dann war sie weiß. Coole Figur und da ist hier die Schokolade und das ist sie halt in echt. Gibt es heute noch. Finde ich ziemlich cool. Kommen wir jetzt zur Figur, die es heute, also bei der auch heute noch gibt, klar, weil sie gerade aus dem Set gepurzelt ist, aber ich meine in der 2574, nämlich hier unseren Panzerkommandanten mit der grünen Mütze, hat aber auch die rosa Litzen und hier die Pistole und schwarze Stiefelchen und hinten auch bedruckt die Figur. Also 3 Figuren bei den 1:28ern bzw. Limited Editions sollen sie ja noch dabei sein, bei anderen Sets dann ja rausfliegen.
Und was wir auch noch haben, ganz vergessen hier, wir haben noch eine Kiste mit Gedöns. Da muss ich mal ein bisschen reinzoomen. Da haben wir Schraubenschlüssel, Zange und noch einen Schraubenzieher. Da haben wir es. Ja, immer nice to have, kann ich euch aber sagen, das kann auch nicht immer jede Kubi-Figur so sauber in der Hand halten, dieses Zeug. Wir packen die Figur mal kurz zur Seite, hier, damit wir uns das Fahrzeug genauer angucken können. Was vielleicht auf den ersten Blick schon auffällt, sind, finde ich, die Spaltmaße. Man sieht hier überall so, ja, muss man andrücken, sieht man Spaltmaße, hier auch. Also ich habe auch Spaß gesagt, als ich es fertig hatte, ich muss in Obi mir noch ein bisschen Fugenkit holen, damit es hier nicht durchpfeift. Und warum, weshalb, wieso, da kommen wir gleich noch zu, denn es pfeift hier wirklich durch. Erstmal hier das Fahrzeug. Ich mag auch diese Suppengrün an den Seiten nicht, diese Kubi-Formteile hier, die sehen immer aus wie plattgedrückte grüne Kaugummis. Was ich aber absolut mag, sind die beiden, also die neue Farbe, nicht die beiden, sondern das Grün kennen wir schon, aber hier dieses Erbsengrün nenne ich es jetzt mal, auch wenn es eher ins Gelb geht. Vielleicht ist es ein Imbissbuden-Senfgelb, keine Ahnung. Aber wir haben ja tolle Drucke, das gefällt mir auch richtig gut. Wir haben halt hier die Zahlen, die Balkenkreuze, hier hinten die Motorabdeckungen. Hier von hinten nochmal ganz kurz das typische Heck. Hier auch wieder Balkenkreuz, die 142. Wir haben hier oben eine Luke angedruckt. Wir haben hier Nieten angedruckt. Wir haben hier Periskop, Okular angedruckt. Also wir haben hier schön viele Drucke. Das gefällt mir. Ja, ich wollte euch ja noch kurz zeigen. Hier die Schürze, die gibt es halt nur bei der Limited Edition. Sie ist aber eh ein bisschen wackelig und ja, also im Gefecht waren sie glaube ich, teilweise ab und sind schnell abgefallen. Und ja, typisch Kubi, immer hier mit dünnen Fliesen, ich zeige es auf der anderen Seite, unterbaut. Und ja, wenn man dumm, da seht ihr auch schon, da geht's lose. Also, das ist vielleicht sogar eine Schwachstelle, diese Schürzen hier. Trotzdem sehen sie beide, wenn sie runtergeklappt sind, am Fahrzeug richtig cool aus. Ja, Schläuche, daran ist halt hier diese Tarnung festgemacht, dieses Blattwerk, das gefällt mir gar nicht. Was aber richtig cool ist, achso, hier die Lampe ist auch noch ein Druck. Was richtig cool ist natürlich, habe ich euch jetzt gerade schon vorhin gesagt, das Laufwerk, das gefällt mir. Wir haben grüne und ja, die gelben Räder. Wir haben hier das Antriebsrad und hier das kleinere Rad, die vom Panzer 1 bekannten Räder. Dicke Ketten, das gefällt mir. Was ich immer cool finde ist, ne, deutsche Panzer, hinten der Motor, vorne Antriebsrad. Das ist lustig, also wartungstechnisch wahrscheinlich sehr, sehr cool. Aber da habe ich keine Ahnung, das könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. So, das Wichtigste kommt aber jetzt, das ist nämlich hier der Motor. Und da geht es weiter mit Drucken. Wir haben hier eine Klappe, die können wir aufmachen. Die ist auch so ein bisschen, ja, da muss man immer aufpassen, weil die geht schnell auseinander hier in den Hinges. Aber wir sehen erstmal nichts und ihr könnt da durchschauen. Da ist ein Schlitz, da ist hier meine Fingerchen gucken durch. Was ich gesagt habe, Spaltmaße, Spaltmaße, Spaltmaße. Ja, der Motor ist nicht drin. Warum? Klar, habe ich euch gezeigt, ist er hier auf dem Stand. Bauen wir jetzt aber erstmal ein, beziehungsweise ich zeige euch, wo er reingehört. Da haben wir nämlich auch wieder Drucke auf dieser orangenen Platte. Wir haben hier auch nochmal links und rechts große Teils mit Drucken und auf diese zwei Noppen, die uns da so hohl anlachen, da kommt unser Maybach Motor drauf. Der übrigens auch sonst so an sich per se sehr schön ist, habe ich euch ja gesagt. Aber den Motor kennen wir schon, haben wir schon des Öfteren gesehen. Und dann, ja, ist es immer so ein Themachen, will man ihn draußen haben, will man ihn drinnen haben, weil das hinterher rausfuckeln ist so eine Sache. Reinfuckeln, das geht. Gut, kann jede Feldinst besser als ich jetzt hier, aber zack, drinnen ist er. Sitzt, wackelt, passt, hat los, habe ja auch hier die Drücke, aber ihn jetzt wieder rauszufuckeln, das ist wirklich ein bisschen blöd. Man muss am besten hier so drücken, also vorne drücken und dann hoffen, dass er so nach vorne kippt und dann so ein bisschen mit Fingernägeln raus, dann geht es auch. Aber ist immer so eine Sache. Aber ihr seht schon, gleich hat man was gedrückt, gehen da wieder hier Spaltmaße. Ja, egal. Ich zeige euch jetzt mal, warum, weshalb, wieso Spaltmaße. Klappen auf, wir haben halt über Luken, die nicht, die auch nicht, die ist gedruckt. Aber hier, zack, und dann kommen wir in den Innenraum und da sehen wir halt auch schon die Bautechniken. Hier alles so mit Hinges gebaut und daher hier ja auch mit Hinges. Deswegen haben wir überall so Spaltmaße und das kennt ihr, wenn ihr auch so baut, dann musst du halt immer so ein bisschen drücken, damit es halt
zu aussieht. Das ist ganz normal. Mache ich Kobi keinen Vorwurf. Ihr seht aber auch hier wieder, kann man durchgucken, und wenn jetzt die Motorraumklappe drauf wäre, würde man auch direkt von dem Kampfraum in den Motorraum eine Lücke haben. Trotzdem sieht der Innenraum richtig cool aus. Wir haben unsere 8.8 Panzerwagenkanone hier. Wir können sie auch schwenken, hoch und sogar ein bisschen seitlich. Wenn man so wie ich ein bisschen War Thunder, und hier, ne, ich stelle euch das Fahrzeug vor und man kommt dagegen und es fällt was von der Schürze ab. Also Schwachstelle hier Nummer 1 am Set, die Schürze. Also wenn ihr euch wirklich entscheidet und überlegt, ja, ist das gar nicht so schlimm, dass ihr bei der normalen Version, ich wiederhole es wieder, 2574, hier die Schürze nicht habt. Fällt auch jetzt schon beim Vorstellen auseinander. So, wir haben den Kampfraum, die Kanone, wir haben hier einen Sitz, wir haben links wie rechts jeweils 3 Schuss, wir haben hier eine schöne bedruckte Fliese als Funkgerät, wir haben hier das Okular zum Durchschauen. Und da haben wir noch eine Werkzeugkiste, und ja, so schaut dann der Panzer nach vorne. Auch da haben wir wieder ein bisschen Spaltmaße, egal. Von hinten auch hier der Turm schön, Kanisterchen, hier Noppen, so angedeutet die Klappe, denn die Munition wurde ja von hinten beladen. Und hier auch, ne, ein Hebel bzw. eine Schaufel und die Antenne. Und während ich euch das hier so zeige, habe ich hier wieder einen dieser grünen Teile. Ich habe es euch gesagt, plattgedrücktes Kaugummi abgemacht, aber dadurch sieht man hier unten auch nochmal schön die Noppen. Was auch blöd ist an diesen Pflanzenteilen, irgendwie sehen die übelst fettig aus. Keine Ahnung, ist das ein Olivenbaum? Keine Ahnung, war jetzt ein bisschen blöd. Ja, also ich schimpfe hier zwar, aber eigentlich finde ich es richtig cool. Es hat super Spaß gemacht zu bauen. Wir haben hier diese schrägen, neueren Teile, die ja, angewinkelt sind und dann unten und oben jeweils Noppenaufnahmen haben. Gefällt mir richtig gut. Die Farbe gefällt mir gut. Die vielen Drucke gefallen mir. Und dass wir hier so wirklich rumhampeln können, wie wir wollen, weil wir hier unsere Motorklappe haben. Wir können den Motor raus und reinbauen. So, man braucht beide Hände. So ein bisschen wieder ein bisschen hier so zurecht schieben, zurecht drücken. Und wir können dann hier, übrigens damit rasten wir es ein bisschen ein. So, ich sag's euch ja. Immer ein bisschen nachjustieren. So, jetzt seht ihr wieder hier Spaltmaß, aber wir drücken es so ein bisschen dran. Ja. Also ihr seht, man muss immer ein bisschen drücken, einrasten, damit es passt. So, jetzt haben wir es wieder schräg. Jetzt ist mir hier was abgefallen. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Da muss man halt ein bisschen aufpassen, Abstriche hinnehmen, aber trotzdem, das ist wirklich sehr fragil gebaut hier alles irgendwie. Trotzdem gefällt mir das Set richtig, richtig gut. Habe ich es jetzt richtig rum? Wahrscheinlich habe ich es nicht richtig rum. So, machen wir es. Doch, es geht ja gar nicht anders. Hahaha. Bloxy, was sagst du da? Also, jetzt wieder hier versuchen, das so reinzudrücken. Schon geht es wieder hier so schräg. Ja, ich habe es euch gesagt, Spaltmaße. Warum soll ich euch hier Quatsch erzählen? So. Motor jetzt weg. Trotzdem, und jetzt bleibe ich dabei, hat dieses Ding Spaß gemacht. Ich hatte 3 Stunden wirklich Bauspaß. Es ist ein 1:28er Set. Es hat meine Coca-Cola, wie ich euch gesagt habe. Es hat andere Räder als hier die Mutter oder der Papa, je nachdem, wie man es sagen möchte. Ich habe es euch ja gesagt. Neue Räder, größere Räder. Was dann noch Möglichkeiten kommen, vielleicht für einen anderen Tiger, wie auch weiter, finde ich richtig, richtig gut. Also Bauspaß 3 Stunden lang. Optisch sieht es super aus. Wie gesagt, Schürzen nicht anfassen, sonst hier die Highlights, alles cool. Auch damit kann ich leben. Auch hier, das ist immer so ein Thema, wenn man in so eine, ich kann es euch zeigen, in so ein Kettenglied hier in das Loch so einen Greifer, so eine C-Claim-Spitze reindrücken muss. Das ist nicht immer spaßig, hat bei mir auch beim ersten Mal nicht so richtig hingehauen, beim zweiten Mal, dritten Mal auch nicht, beim vierten Mal ging es dann. Ich zeige euch das mal, was ich gerade gesagt habe. Hier, da, jetzt ist es ab und jetzt werde ich es auch wieder stundenlang nicht dran kriegen. Hier, aber es hat trotzdem einfach Bock gemacht. Es ist ein 1:28 Jagdpanther, den wir alle irgendwie bei Kobi haben wollten.
Jetzt haben wir mal wieder, ich mache später, ein 1:28er Set, zweifarbig, mit Tarngedöns, mit vielen Drucken. Habe ich euch was von der Kette erzählt? Nein, egal. Ein bebauter Innenraum. Mir hat das Ding Spaß gemacht. Ich muss sagen, vielleicht trotz aller Schwächen, ich habe eine ganze Menge Schwächen gesagt, für mich der aktuell beste Panzer von Kobi. Wirklich, ich bin begeistert. Ich bin froh, dass ich die Limited Edition bekommen habe. Ich hoffe, ihr habt sie auch. Ich hoffe, ihr bekommt sie noch irgendwo. Ich habe euch gesagt, die Schürze ist eigentlich, ja, nicht so schlimm. Dann könnt ihr euch auch über die 2574 freuen. Ihr bekommt jetzt aber noch mal ein paar Detailfotos, bei denen ihr euch darüber freuen könnt, das Fahrzeug noch mal mehr zu entdecken. Und ihr bekommt noch mal ein paar Fakten von mir. Und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Das waren jetzt fast 18 Minuten Review. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie kann man sich am besten eine eigene Meinung bilden? Genau, indem ihr ein paar neutrale Fotos von mir bekommt, damit ihr euch selber ein Bild vom Set machen könnt. Aber, wie versprochen, noch der Bogen zum Anfang des Videos. Ich möchte euch noch ein paar Fakten über Coca-Cola erzählen. Coca-Cola ist eine legendäre Schokolade mit einem Hauch von Koffein, die in Deutschland in den 1930er Jahren hergestellt wurde. 1935 wurde die Rezeptur von Coca-Cola in Berlin von der Firma Hildebrand Kakao- und Schokoladenfabrik GmbH erfunden und im darauffolgenden Jahr anlässlich der Olympischen Sommerspiele 1936 als Sportschokolade eingeführt. Das ist doch mal ein Begriff, oder? Davon kann Rittersport wahrscheinlich nur träumen. Oder haben sie es daher? Wer weiß es nicht. Sie wurde auch vom Schokoladenhersteller Sprengel in Hannover produziert, der deswegen 1936 als für die Wehrwirtschaft wichtiger Betrieb anerkannt wurde. Seit dem Zweiten Weltkrieg wird sie umgangssprachlich als Fliegerschokolade bezeichnet, da sie Bestandteil der Luftwaffenverpflegung war. Während des Zweiten Weltkriegs war Coca-Cola ein beliebtes Verpflegungsmittel für die Soldaten, die von der Wehrmacht ausgegeben wurde. Die Schokolade war auch bei Zivilisten sehr beliebt und galt als Symbol für den Wiederaufbau Deutschlands nach dem Krieg. Ein weit verbreiteter Irrtum ist, dass die Coca-Cola früher Methamphetamin enthielt. Der ist auf die umgangssprachliche Bezeichnung Fliegerschokolade zurückzuführen, was einen Bezug zum auch Panzerschokolade genannten Pervitin nahelegt. Jedoch wurde Pervitin in der Luftwaffe als Fliegermarzipan bezeichnet. Ja, Freunde, jetzt ist es endlich ein für alle Mal geklärt, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ich hoffe, diese Fakten haben euch auch Spaß gemacht. Ich hoffe, das Review hat euch bis hierher Spaß gemacht. Und jetzt bekommt ihr zum Abschluss noch mal ein paar nette Worte von mir, liebe Freunde. Das haben wir gut gemacht, oder? Und jetzt zum Schluss ein bisschen Schokoko. Na, ich doch nicht mit Schokolade, Freunde. Ja, das Video ist zu Ende zum Sonder-Kfz 173, zum Jagdpanther, das Kobi-Set 2573. Wir haben auch ein bisschen gesprochen über die 2574. Würde ich euch eher empfehlen, wird weniger Geld kosten. Ihr habt dafür zwar keine Figuren dabei und auch nicht diese lasergravierten Schilder, aber für die meisten, glaube ich, kommt es nur auf das Fahrzeug an. Ich habe es euch gerade gesagt, es ist vielleicht der zurzeit beste Kobi-Panzer mit auch den besten Spaltmaßen. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Meinung zum Set mal unten mir in die Kommentarspalte ballert. Mögt ihr eigentlich auch Coca-Cola? Denn ich muss euch eigentlich gestehen, Freunde, ich mag die blaue Vollmilch-Variante lieber. Aber ich glaube, die gab es damals noch gar nicht. Deswegen hier die ursprüngliche Variante. Ja, schreibt mir eure Meinung zu beiden, zu allem, zu mir, zum Kanal unten in die Kommentarspalte. Und ich habe es euch ja erwähnt, mein erstes Video hatte schon mit Coca-Cola zu tun und es sind mittlerweile schon über 700 Videos hier auf dem Kanal. Vielleicht schaut ihr euch eines der älteren Videos einfach mal an. Vielleicht auch zum Thema Kobi, vielleicht auch zum Thema Limited Edition. Es gibt eine Menge hier zu sehen. Glaubt es mir, bei dem einen oder anderen Video werdet ihr Spaß haben. Ja, in diesem Sinne, immer gute Fahrt. Immer einen guten Snack dabei, nicht schlafen am Steuer, da hilft Koffein. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.